Ich wollte das Schweizer Taschenmesser unter den Hecktaschen machen. Das ist das fertige Produkt, ab sofort erhältlich, der Askia 30 Duffel, vollgepackt mit Funktionen. Er kombiniert beide Welten aus einem Alu-Top-Case und aus einem Softgepäck-Case. Die Größe ist ideal, um als Handgepäck ihn mitzunehmen ins Flugzeug. Er bietet Stabilität, innen drin ein Ordnungssystem, dass eure Sachen immer organisiert sind. Und was mir sehr wichtig war, ist, dass ich permanenten Zugriff an die Tasche habe, auch wenn diese fest am Motorrad verzurrt ist. Und das tut sie. Bei einer klassischen Hecktasche, die von oben zugerollt wird, ist das meistens bei dem Befestigen so, dass die Gurte über die Tasche laufen. Das heißt, wenn ihr einen neuen Inhalt wollt, müsst ihr immer erst die Gurte lösen, um an euren Inhalt zu gelangen. Das sollte schon gehen und daher habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, wie man das machen kann. Die Lösung ist wie folgt. Die Montage befindet sich im unteren Bereich, der Reißverschluss befindet sich drüber. Das heißt, immer wenn die Tasche festgespannt ist, habt ihr trotzdem Zugriff an eure Tasche, auch wenn hier oben drauf noch weitere Sachen beladen sind. Es geht immer auf und zu, ohne Gurte zu lösen. Im Inneren habe ich mich inspirieren lassen von Kamerataschen. Wir haben hier ein variables Ordnungssystem. Die werden einfach mit Glättbändern am Rand festgemacht. Das heißt, ihr könnt es organisieren, wie ihr wollt. Ich habe zum Beispiel immer in der Mitte eine Isomatte oder andere Camping-Sachen, Campingkocher und so weiter. Der Vorteil, der daraus resultiert, ist, wenn ihr das jetzt rauszieht, kollabiert der Rest nicht. Das heißt, ihr könnt eure Sachen sofort wieder zurückstecken, wo sie waren und müsst eure anderen Gegenstände nicht sortieren. Die Stabilität der Tasche wird gewährleistet durch Platten, die eingesetzt sind. Das sind Polyethylenplatten, einmal im Deckel, im Boden und auch hier in dem Unterteilungssystem. Das sind alles dünne Kunststoffplatten, die die Stabilität geben und damit die Vorteile, die zum Beispiel auch ein Alu-Top-Case bietet, jetzt mit in die Softgepäckwelt mit reinbringen. Die Breite ist, abgesehen davon, dass es perfekt ist, um als Handgepäck durchzugehen, auch super, weil die meisten Kofferträger sich im Bereich zwischen 50 cm, 55 cm in der Breite befinden. Und die Tasche hat 48 cm. Das heißt, ihr kommt immer ohne Tasche zu lösen auch an euer Seitengepäck. Und das ist natürlich super komfortabel. Hier in der oberen Netztasche findet ihr ein separates Netz für die Außenseite, was ihr hier oben befestigen könnt. Darunter könnt ihr zum Beispiel anbringen einen Helm, nasse Kleidung, schmutzige Kleidung, Zeltplan oder Abfall, den ihr auf dem Weg von euren Trails findet und den dann später in der Mülltonne ordnungsgemäß entsorgen könnt. Mollesystem ist auch hier wieder vorhanden. Wir haben das an zwei Feldern, einmal oben auf dem Deckel und auf der Rückseite. Dort könnt ihr wieder First Aid Kits, unseren kleinen Mikrobag, Karten, anderes Equipment, Flaschenhalter, alles was noch kommt, Trinkblasenhalter, könnt ihr oben alles dran befestigen, super flexibel. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein kleines Staufach mit auch einem wasserdichten YKK-Zipper. Das ist die Größe von einem Passport, also ich habe meinen Reisepass hier immer beim Fliegen drin. Dort könnt ihr alles reinstauen, wo ihr schnell dran müsst, was trotzdem wasserdicht sein soll. Auf der Unterseite sehen wir jetzt hier einmal, wie es verschlossen aussieht, so wie ihr das auf dem Motorrad montiert. Und hier an der Seite seht ihr, dass da ein Rucksack drunter verschwunden ist. Und da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen im Detail drauf ein. Auf der Unterseite haben wir das Rucksacksystem mit verschiedenen Features. Zum einen haben wir eine SOS-Notpfeife. Wir haben einen separaten Haken für Schlüssel oder den Tankrucksack. Und wir haben nochmal eine Halterung für eine Sonnenbrille oder für den Schlauch von einem Trinksystem. Die Rucksackgurte sind natürlich individuell einstellbar. Egal, ob ihr eine dicke Jacke anhabt oder nicht, der wird immer bequem auf eurem Rücken sitzen. Und wie ihr die Tasche am besten am Motorrad befestigt, das seht ihr in einem separaten Installationsvideo unten in der Beschreibung verlinkt.